Ja, herzlich willkommen, liebe Lernreisenden. Ich bin hier in Haiger bei Rittal, dem modernsten Werk von Rittal. Sie haben gerade im Schwenk das neue Werk gesehen, neben mir rechts gleich das Distributionszentrum. Und Rittal spricht hier stolz von Zukunftslabor für die Digitalisierung ganzer Prozessketten vom Kunden bis zum Kunden. Und ich spreche gleich mit Carsten Röttchen. Er ist Geschäftsführer Produktion, und Dr. Sebastian Ritz, Geschäftsführer der German Edge Cloud, ein Schwesterunternehmen von Rittal. Und dann wollen wir mal sehen, wie hier die Vision für das Thema Industrie 4.0 aussieht. Seien Sie gespannt. Herr Dr. Ritz, Sie sind Geschäftsführer der German Edge Cloud und beschäftigen sich ja intensiv mit der Digitalisierung in der Fabrik. Wenn bei mir so Begriffe rumschwirren, Cloud, Edge, MOM, On-Premise, können Sie das für mich mal ein bisschen in eine Struktur bringen, in so eine Vision, die Sie hier im Kopf haben? Ja, das sind in der Tat sind das sehr viele Begriffe. Ich glaube, wir sehen in der Digitalisierung in der Fabrik, sehe ich zumindest so 3 Wellen, was man ja unter Industrie 4.0 begreifen kann. Die erste Welle, ich glaube, die schwappt langsam aus. Da geht es darum, die Anlagenproduktivität in der Fabrik zu erhöhen über eine klassische Automatisierungspyramide, in der wir durchgängige Systeme haben von ERP, MES, Leitrechnersysteme. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem Sprung in die zweite Welle. Jetzt haben wir auf einmal mit Maschinenmassendaten zu tun. Wir wollen intelligente Analysen machen über solche Daten, Einsatz von KI. Ich glaube, das fängt gerade an. Und wenn man mal ein bisschen in die Zukunft guckt, ich glaube, dann werden wir noch sehen, dass wir industrielle Clouds aufbauen. Da wird ja viel diskutiert. Wir sehen Edge-Plattformen, die entstehen, bis hin zu cyberphysikalische Systeme, die eine Fabrik vielleicht vollkommen autonom betreiben kann. Und das ist aber eine Endvision. Und wir sind irgendwo zwischen der ersten und zweiten Welle und sind ja hier auch mit einem eigenen Produkt unterwegs, um das zu unterstützen, insbesondere der Umgang mit Massendaten und der Einsatz von KI-Systemen. Das ist ja unsere Edge-Plattform, die On-Site, die Lösung, die wir unseren Kunden dafür anbieten. Also die German Edge Cloud ist ein Schwesterunternehmen von Rittal, kann man sagen. Und das heißt, Sie entwickeln hier auch entsprechende Produkte, die Sie an die Nutzer am Ende ihrer Produkte auch vertreiben werden. Genau, also wir sind seit 3 Jahren auch unterwegs. Wir haben ja hier in Haiger in der Fabrik gelernt. Dort haben wir sozusagen auch die Digitalisierung mitbegleitet, haben die Schwierigkeiten gesehen. Und die 3 Wellen, die ich beschrieben habe, das sind technisch sehr anspruchsvolle Wellen. Deswegen haben wir relativ schnell auch gesehen, da brauchen wir auch fertige IT-Plattformen, Edge-Plattformen, um halt auch einen Mittelständler von den ganzen technischen Komplexitäten zu befreien und sich auf die Digitalisierung zu konzentrieren. Und alles, was wir gelernt haben hier in Haiger, haben wir in das Produkt, in unsere Edge-Plattform einfließen lassen. Sie haben jetzt so einen Rückblick gemacht auf die letzten 1-2 Jahre. Carsten Röttchen ist ja auch da, Geschäftsführer Produktion. Herr Röttchen, wann haben Sie angefangen, dieses Werk hier in Haiger, was ja ein Greenfield-Werk ist, zu planen? Gut, die Planung von der Grundkonzeption startete ungefähr vor 5 Jahren circa. Da ist das Konzept entwickelt worden, die Architektur, die Datenarchitektur. Wir wussten im Vorfeld, wir wollen eine sehr hohe Automatisation haben. Sprich, hier in Deutschland, das wissen Sie, kann man eigentlich nur so etwas realisieren, wenn Sie wirklich sehr hoch automatisieren. Und parallel ist die Frage gewesen, was können wir eigentlich mit diesem Industrie 4.0 Ansatz machen? Sie haben gehört, erste Welle, zweite Welle. Wir haben also hier ein Werk geschaffen, mit einer Architektur, die uns in der Zukunft jegliche Möglichkeit der weiteren Nutzung von diesen künstlichen Intelligenzthemen, Analytics, einfach dann dementsprechend auch noch dann hier zukünftig machen lässt. Ich weiß, Sie halten da den Ball immer relativ flach, wenn es um das Werk geht, aber können Sie uns vielleicht dennoch so ein paar Dinge nennen, wo Sie sagen, wenn ich mit Kollegen, mit anderen Geschäftsführern Produktion, wenn ich mit Werkleitern spreche, dann sind das schon Dinge, die habe ich woanders noch nicht so häufig gesehen? Ja gut, ich möchte nicht sagen, woanders nicht so häufig gesehen. Es gibt natürlich verschiedene Branchen, es gibt verschiedene Entwicklungsstufen verschiedener Branchen. Wir sind hier im Mittelstand und im Mittelstand sind wir, glaube ich, das kann ich mit Fug und Recht sagen, schon einen sehr, sehr weiten Schritt nach vorne gegangen. Es geht darum, dass wir die Fabrik autonom steuern lassen möchten. Das heißt, die Steuerung der Fabrik als solches soll automatisch mit verschiedenen Systemen funktionieren. Es tut es auch schon zu 80%, aber das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Das heißt, die Steuerung im Endeffekt
Und als nächsten Schritt in der Fabrik das Thema, wie können wir für die Fertigung wichtige Kern-KPIs verbessern? Wie können wir den Durchsatz kontinuierlich verbessern? Wie können wir Störungen vermeiden? Das sind diese typischen Fertigungsthemen, die Sie gerade auch angesprochen haben. Das heißt, der Durchsatz, der OEE, die technische Verfügbarkeit. Das ist ein Aspekt. Der zweite, wie gesagt, war das Thema Steuerung. Die Daten, die wir einmal haben, und das werden wir nachher auch noch mal diskutieren, hier die Daten, die wir haben, nutzen, um diese automatisierte Fertigung zu unterstützen. Ein Schwerpunkt unserer 2 Tage wird ja auch eine Besonderheit sein, die ich sehr herausragend finde. Das ist eigentlich diese Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Also eigentlich vom Engineering bis hinterher sogar den Kunden, den Sie im Fokus haben, wo Sie auch noch entsprechende Unterstützung geben. Können Sie da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie diese durchgängige digitale Wertschöpfungskette, wie die aussieht, so in den groben Zügen? Also die wirkliche Innovation im Endeffekt ist da das Thema, wir haben Produkte heutzutage, die Produkte werden optimiert, aber welchen Nutzen können wir eigentlich stiften für den Kunden? Wo können wir den Kunden einen weiteren Prozessnutzen generieren? Die Fertigung als sich ist ein Teil dieser Wertschöpfungskette. Und gerade hier im Innovation Center haben wir eine Darstellung schon wirklich realisierter Optimierung, wo wir den Kunden in sehr hohem Maße seine Kosten reduzieren, indem die Daten, die wir haben, dementsprechend der digitale Zwilling benutzt wird. Wir haben die große Möglichkeit bei uns im Unternehmen, wir sind eine Unternehmensgruppe, wir haben E-Plan zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben CDON, wir haben den German Edge Cloud, wir haben also eine Softwarekompetenz und aus dieser Kompetenz haben wir etwas geschaffen, wo wir in der Branche, also in der Branche des Schaltschrankbaus, erhebliche Vorteile haben. Das heißt, von der Erstellung, von dem Design, vom CAD-Design über verschiedene Dataportale, die wir haben, können wir einen digitalen Zwilling aufbauen, der in der weiteren Prozesskette beim Kunden erhebliche Einsparungspotenziale darstellt. Das Werk, wie gerade gesagt, ist ein Teil der Lieferkette und dort haben wir eigentlich ganz andere Ansätze in der Industrie 4.0 Entwicklung, so möchte ich das mal sagen. In dieser Entwicklung dieser Reise, dieser Lernreise Industrie 4.0. Ja, was selber eine eigene Reise war. Also ich habe verstanden, Sie haben an Ihrem eigenen Werk, das war sozusagen auch so das Modell der Entwicklung, das war Labor, das war Forschungsplattform, um selber dort immer wieder weiterzukommen. Weil ich glaube fast, als Sie gestartet haben, waren die Konzepte, die Sie heute implementiert haben, vielleicht noch gar nicht so völlig ausgedacht. Die Konzepte waren ausgedacht, aber die Hindernisse, die waren vielleicht nicht bekannt. Und wir haben hier eine ich sag mal, klassische Steuerungspyramide, aber haben eben auch 18 Terabyte Daten, die wir hier, ich sag mal, im täglichen Doing durch die Netze schießen. Und die Frage ist, wie viele Maschinen? Die Sie ungefähr 250 Einzelmaschinen verknüpft. Das Problem, was wir noch nicht wussten, das Problem war, wir wussten noch nicht im Anfang, welche Daten wir später benutzen, um einen Nutzen daraus zu generieren. Ja. Das heißt, die Architektur und die Zugänglichkeit dieser Daten war von vornherein der wichtigste Punkt. Und das kann ich auch sehr häufig, also sehr offen sagen, Entschuldigung, wir haben natürlich auch aufgrund der Fertigungseinrichtung, die wir haben, im Sondermaschinenbau, auch kein durchgängiges Datenformat. Das heißt, das Thema, die Maschinen, die wir haben, auch zueinander kommunizieren zu lassen, dieses Problem der Geschwindigkeit in diesem Datendurchsatz, das war die große Herausforderung, wo wir extremste Dinge gelernt haben, die wir mit Ihnen natürlich auch gerne dann später auch teilen möchten. Ich würde gern noch weitermachen, aber ich würde an den Herrn Dr. Ritz vielleicht noch eine Frage stellen. Herr Dr. Ritz, heute redet man viel über Industrial Cloud. Die großen Automobilhersteller zwingen ein Stück weit vielleicht sogar die Zulieferketten dort mitzuspielen. Ich glaube, hier bei Rittal oder bei der German Edge Cloud, muss man sagen, gehen Sie ein bisschen einen anderen Weg. Wo würden Sie so die Unterschiede? Ist das ein ganz anderer Weg oder ist das ein integrativer Weg? Können Sie das kurz beantworten? Also wenn wir über die Industrie 4.0 Wellen reden, dann kommt man darauf, das haben wir ja hier im Werk Heiger auch festgestellt, dass man sehr viel Daten vor Ort verarbeiten müssen. Das nennen wir Edge Computing. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass OEMs oder auch Kunden wollen die Daten teilen. Da kommen die Clouds ins Spiel. Und ich glaube, die große Herausforderung ist jetzt, wir müssen das Edge Computing, also das, was wir vor Ort machen, in Echtzeit mit Massendaten, wo wir keine Clouds verwenden, aber wo wir das Daten teilen, das müssen wir mit den Clouds verbinden. Und die Industrieclouds, wir sind ja auch Teil von Gaia X, die sind gerade am Entstehen. Da wollen die Hyperscaler rein, da gibt es die Automotive, da gibt es viele Allianzen, die jetzt die Industrieclouds entstehen lassen. Und unser Ansatz ist das Verknüpfen beides. Das heißt, das, was vor Ort passieren muss, was datenkritisch ist, was
echtzeitfähig sein muss, das machen wir alles vor Ort. Auch um die Datensouveränität sicherzustellen. Und da, wo wir Daten austauschen können unter der Kontrolle des Datenbesitzers, da nutzen wir Industrieclouds ein. Und das ist, glaube ich, auch, was wir die nächsten Jahre so sehen werden als ein Standardmodell. Ist natürlich auch komplex. Dafür braucht es auch Produkte, um das zu vereinheitlichen, weil diese Zugänge, da entstehen ja nicht nur eine Cloud, sondern entstehen viele Industrieclouds. Auch das müssen wir ja auch vereinheitlichen und einfach machen, gerade für den Mittelstand. Und dafür gibt es solche Edge-Produkte. Es ist ja auch immer so, man sagt ja heute so schnell, Daten sind das neue Gold. Genau. Und wenn ich die Daten weggebe, sage ich immer, wer schürft dann hinterher das Gold? Der sie entstehen lässt oder der sie hinterher analysiert, auswertet und weiterverarbeitet? Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, Sie sagen auch, dort, wo sie entstehen, da sollte das Gold eigentlich auch zumindest in großen Teilen geschürft werden. Ist also das da richtig? haben wir eigentlich eine klare Meinung. Also dort, wo die Daten entstehen, jetzt nehmen wir mal hier das Heigerberg, da ist der Datenbesitzer. Ja? Und aus diesen Daten schöpfen wir jetzt erstmal und auch jeder Kunde, der das macht, der diese Daten besitzt, erstmal macht eine große Wertschöpfung daraus. Die nächste Frage ist, wenn ich jetzt Produktdaten, der Röttchen hat das erwähnt, einen digitalen Zwilling, wenn ich einen digitalen Zwilling habe von meinem Produkt und ich gebe das jetzt nicht nur physisch weiter, sondern auch digital, bin ich trotzdem der Besitzer von diesem digitalen Zwilling. Aber ich kann, und ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang, diesen digitalen Zwilling meinen Zulieferern, meiner Wertschöpfungskette weiter zuführen. Und wie man das kommerziell behandelt, ich glaube, da diskutieren wir ja gerade. Das wird die nächste, aber ich glaube, was sich nicht ändern wird, ist, dass derjenige, der die Daten produziert, auch die Daten souverän behandeln will und auch bestimmen will, wer welchen Teil bekommt. Ja. Meine Herren, darf ich ein bisschen auf unsere Veranstaltung kommen, die wir gemeinsam durchführen werden? Wir werden das ist eine zweitägige Veranstaltung, am ersten Vormittag werden wir hier im Innovation Center auch sein. Wir werden eine Eröffnung haben. Herr Röttchen, Sie werden selber persönlich auch da sein. Der Herr Dr. Ritz wird auch dort sein. Und wir werden dann auch diese Wertschöpfungskette, Herr Röttchen, die Sie vorhin beschrieben haben, diese digitale Wertschöpfungskette hier sehr gut nachvollziehen können. Wir haben also von Station zu Station der Wertschöpfung hier praktisch kleine Pitches, sodass wir das auch kennenlernen werden, den Mehrwert kennenlernen und auch die Umsetzung kennenlernen werden. Wir haben ausreichend Zeit für Fragen und wir werden am Nachmittag eine virtuelle Werksführung haben. Die wird so ablaufen, dass wir im Werk verschiedene Stationen haben. Die werden wir entsprechend aufbereiten für Sie und werden danach mit den entsprechenden Experten kleine Panel-Diskussionen haben, jeweils eine Viertelstunde, wo wir da eigentlich nochmal so einen kleinen Deep Dive machen, wo Sie als Teilnehmer dann auch intensiv Fragen stellen können. Ich habe ein kleines iPad dann in der Hand und da können Sie eine Frage nach der anderen hier stellen und die Experten werden Rede und Antwort stehen. So, das ist der erste Tag. Der zweite Tag besteht dann aus 4 Vertiefungen und diese Vertiefungen gehen einmal in Richtung E-Plan, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, so diese Digitalisierung in Richtung Engineering. Da haben wir eine einstündige Vertiefung. Herr Röttchen, was werden wir dort machen in der Stunde? Gut, in dieser Stunde zeigen wir Ihnen, wie der digitale Zwilling im Detail aufgebaut wird. Wir erklären Ihnen auch, welche Philosophie dahinter steht, um auch die Frage wie Sie gerade sagten, wer schürft das Gold, zu diskutieren. Ja? Weil wir wollen eigentlich sagen, dass der digitale Zwilling eigentlich in der Kette, in jedem Prozessschritt, für jeden Teilnehmer eben dementsprechend den Vorteil bringen kann. Das zeigen wir Ihnen ganz genau, wie dieser aufgebaut wird und welche Funktionalität wir dann mit diesem digitalen Zwilling in der nächsten Prozesskette des Kundens dann eben ganz konkret auch dort darstellen können. Ja, ja. Der zweite Workshop geht dann um das Thema Edge, German Edge Cloud. Herr Dr. Ritz, wo werden wir da die Akzente setzen? Was ist Ihnen dort wichtig, dort nochmal zu vertiefen? Genau, also dort werden wir anhand von praktischen Beispielen, Kundenbeispielen, aber insbesondere auch das, was wir in Heiger gelernt haben, mal zeigen, wie man in Richtung zweite Welle Industrie 4.0 gehen kann, was man da für Methodiken einsetzt, für Plattformen, was man da auch für Use Cases typischerweise hat und was man da halt auch für eine Wertschöpfung ziehen kann. Also ganz praktisch mal das durchgehen. Ja. Ein zweites Thema, was glaube ich auch so in Ihre Richtung geht, unser dritter Workshop oder unsere dritte Vertiefung, digitales Ökosystem Werk Rittal.
Kann man da schon was dazu sagen? Ja gut, also wir haben ja hier nicht nur Edge eingesetzt, wir haben ja auch viele andere Systeme eingesetzt. Herr Röttchen hat es erwähnt. Also wir reden dann über IIoT, MES, Smart Mom, die Stichpunkte, die Sie auch erwähnt haben. Also wir gucken uns mal die gesamte Systemlandschaft an, wie man das halt nutzbringend einsetzen kann. Ja. Vierter und abschließender Workshop, Herr Röttchen, der lag Ihnen auch sehr am Herzen, ist das Thema Mensch, Mitarbeiter als Erfolgsfaktor. Wir reden jetzt viel über Technologien, aber wir haben ja auch immer wieder gelernt bei Veränderungsprozessen, die beste Technologie hilft nichts, die ist nur Enabler. Am Ende entscheidet der Faktor Mensch. Hier geht es dann auch um die Loh-Akademie. Das werden Themen sein, die wir da nochmal, also wie Sie den Faktor Mensch oder wie Sie den Menschen mitnehmen auf dieser Reise. Genau. Wir möchten Ihnen einen Einblick geben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welche Stolpersteine wir überwinden mussten. Man ist natürlich im Nachhinein immer schlauer, als wir vorher waren, aber der Faktor Mensch und diese veränderte Welt, die bedarf mehr als einfach nur der einfachen Erklärung. Das ist also eine Bewusstseinserweiterung und da haben wir, wie gesagt, die Erfahrung gemacht und können die auch dann gerne mit Ihnen offen diskutieren. Vielleicht können Sie daraus auch einige Erfahrungen für Ihr Unternehmen dann dementsprechend dann ziehen. Jetzt für mich abschließend noch die Frage immer, wer sollte zu Ihnen kommen? Wer ist die richtige Zielgruppe? Ich leite das immer danach ab, wenn Sie Ihr Projekt Haiger mal sehen, wer waren die wesentlichen Akteure? Was waren die Disziplinen, die hier im Spiel waren, die die Zukunft gestaltet haben? Das sind ja eigentlich auch die Leute, die wir natürlich gern von unseren Lernreisepartnern einladen. Was würden Sie sagen? Was waren die Key Player? Gut, es gibt natürlich jetzt mal die Außerdem Geschäftsführerproduktion. Nein, das ist genau, das steht ganz hinten an im Endeffekt. Die normalen klassischen Disziplinen wie Engineering, wie Planungsabteilung, aber auch operative Abteilungen, Werksleiter, Leute, die so ein Konstrukt später auch mit verantworten. Das ist immer nur eine Seite der Medaille. Es gibt aber auch das Thema des Geschäftsmodells. Und zwar, was ich gerade schon sagte, das Thema der digitale Zwilling, die Wertschöpfungskette, nicht das Produkt, sondern der Kundennutzen. Das ist eine ganz andere Dimension, wo man darüber nachdenken könnte, wie kann man das im eigenen Unternehmen machen. Was hat Rittal in der Rittal-Branche im Schaltschrankbau gemacht? Das heißt, das spricht natürlich Menschen an, die in den Unternehmen mit solchen Geschäftsstrategien eventuell zu tun haben. Business Development. Das ist also eine sehr breite Range. Also wir haben diese beiden Blöcke, die sehr interessant sind. Also die Techies im Endeffekt, ja, die ITler, ja. Das ist auch eine ganz spezielle Klientel. Die Menschen, die für ein Werk, für eine Produktion operativ verantwortlich sind, auch in der Zukunft. Und eben dieses Business Development, Digitalisierung als neuer Gedankenansatz für den Kundennutzen. Ja, prima. Dann würde ich sagen, an der Stelle, meine beiden Herren, ganz herzlichen Dank und wenn Sie mögen, sehen wir uns im April hier live im Innovation Center von Rittal in Haiger. Bis dahin. Dankeschön. Dankeschön.